Hallo, hi, Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. In diesem kurzen Clip möchte ich euch die zwei neuen Videofilter vorstellen, die wir zusammen mit Polylabs im PolyOS 4.4 Release im November 2024 veröffentlicht haben. Und dabei handelt es sich zum einen um den Stationary People Filter und zum anderen um den People on Monitors Filter. Worum handelt es sich dabei? Vielleicht ganz plakativ erklärt. Wenn ihr einen Video-Endpunkt einsetzt, der in der Lage ist, Framing-Modi zu nutzen, wie zum Beispiel Group Framing oder People Framing, wo es darum geht, Personen im Raum, physikalisch im Raum befindliche Personen zu erkennen und die Ansicht dieser Personen zu maximieren, respektive die Ansicht des Raumes zu minimieren, dann ist es historisch relativ schwer für die Anlage zu erkennen, handelt es sich bei dem erkannten Gesicht tatsächlich um eine physikalisch im Raum befindliche Person oder ist es vielleicht ein Foto einer Person an der Wand oder vielleicht ist es ein Banner oder vielleicht habe ich auch im Hintergrund ein weiteres Display laufen, auf dem beispielsweise ein Marketingvideo mit Personen zu sehen ist oder vielleicht auch ein weiteres Display, auf dem Personen aus meinem eigentlichen Call gezeigt werden, die Worst Case ebenfalls von der Kamera als im Raum befindliche Personen erkannt werden und dann mit in das Framing reinlaufen würden. Und genau das möchten wir natürlich nicht. Wir möchten sicherstellen, dass nur die im Raum befindlichen Personen in das Framing reinlaufen, um euch und natürlich euren Gesprächsteilnehmern die bestmögliche Video-Experience zu ermöglichen. Genau das, wie gesagt, adressieren wir mit diesen beiden Filtern. Zum einen sind wir also in der Lage, über den People on Monitor Filter tatsächlich Videogesichter oder Gesichter in Videos aus dem Call rauszufiltern. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, sind wir mit dem Stationary People Filter in der Lage zu erkennen, ist es tatsächlich physikalisch eine Person im Raum oder ist es tatsächlich nur die Anzeige in Form eines Fotos oder eines Banners. Ich habe das Ganze im Vorfeld für euch schon einmal recordet und werde euch das Ganze jetzt einfach mal live zeigen. Ihr seht hier 4 kleine Bilder, die ich euch ganz kurz erklären möchte. Auf der einen Seite seht ihr hier das Live-Bild in Anführungsstrichen meiner X52. Hier im unteren Part seht ihr mein TC10, also mein Touchpanel. Und auf der linken Seite seht ihr 2 Browserfenster, die jeweils auf die X52 zeigen. Ich habe der Einfachheit halber einfach für jedes dieser Feature ein Browserfenster geöffnet, damit ich das Ganze sehr schnell aktivieren, respektive deaktivieren kann. Ich habe jetzt hier das Video mal angefangen abzuspielen. Und ihr seht jetzt schon, fälschlicherweise werden in diesem Call 3 Personen erkannt. Auf der einen Seite Jack Sparrow, ich habe hier eine Life-Size-Figur und mein Kollege der Marty Sexton auf einem Display. Und ich habe euch hier jetzt mal die Polyperimeter-Ansicht aufgemacht. Hier könnt ihr also sehr schön sehen anhand der Kästchen, wer ist erkannt oder auch nicht erkannt. Und ich habe jetzt einfach mal den People on Display Filter aktiviert und ihr seht sofort, Marty Sexton wird rot markiert und aus der Konferenz genommen. Und dasselbe gilt dann auch für die beiden Freunde Jack Sparrow als Bild und als Figur, sobald ich den Stationary People Filter aktiviere. Und ihr seht hier im Live-Video, wie sich dann entsprechend auch das Framing-Bild ändert. Das heißt, alle Personen, die wirklich physikalisch nicht im Meetingraum sind, die haben wir hier entsprechend entfernt. Somit stellen wir sicher, dass tatsächlich nur reale Personen im Framing auftauchen, verbessern damit eure Video-Experience. Und wir freuen uns tatsächlich sehr über euer Feedback zu diesem neuen Labs-Feature. Es gibt noch tatsächlich ein paar mehr. Schaut in den Blog, schaut auf die Videos, die es bereits in meinem Kanal gibt. Und das soll es an der Stelle auch schon gewesen sein. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund. Wir sehen und hören uns. Euer Uwe.